Der schönste Concorde, sagt Andreas. Warum? Ja, das habe ich jetzt nicht ernst gemeint. Jetzt kommst du so. Nee, der gefällt mir eigentlich sehr. Und warum? Ja, dieses neue Modell ist sehr gelungen und ich finde, da hat Concorde wirklich das beste Auto auf den Markt gebracht in dieser Klasse. Landjacht, richtig? Ja, Landjacht, ja genau. Und stimmt es in deinen Augen? Ja, das stimmt. Also ich bin sehr zufrieden und also wir haben schon das 3. Fahrzeug von Concorde und bereuen es nicht. Es ist wirklich ein sehr schönes Auto. Ja, also wir sehen hier auf dem Gelände sehr, sehr viele Concordes. Also wir sind hier in Klüsselrath. Jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt. Klüsselrath, genau. Und wir sehen einige Concordes und die meisten sind sehr happy, ne? Also du sagst dasselbe. Ja, ich bin sehr glücklich und bin bei dem besten Hersteller, den es gibt auf dem Markt. Okay. Ja, es hat natürlich auch alles seinen Preis. Aber ihr habt jetzt auch sogar noch ein paar Änderungen hier vorgenommen, habe ich gehört. Ja, so ein paar Kleinigkeiten. Erzähl. Ja, wir haben den von draußen ein bisschen verändert und von innen auch ein bisschen, aber nicht viel. Also Okay. der ist schon vom Hersteller schon sehr schön. Da braucht man gar nicht viel verändern. Was habt ihr denn von außen verändert? Ja, wir haben halt hier so ein bisschen mit Folie alles so ein bisschen betont und ein bisschen anders dargestellt. Also das Rot ist, Carbonfolie. Ja, das ist eine Carbonfolie und die ist nicht so vom Hersteller gemacht worden und wir hatten das nochmal so ein bisschen nach dem Eigengeschmack verbessert. Hast du das dann selber gemacht oder habt ihr es machen lassen? Nee, das habe ich selber gemacht. Okay. Ist das Rot denn auch drauf gemacht? Rot und Carbon? Oder war das Rot schon dabei? Nee, das war nicht dabei. Das haben wir dann so angepasst. Ich muss sagen, mir wäre das jetzt gar nicht so krass aufgefallen, weil es einfach so stimmig ist. Ja. Ja, also ich hätte jetzt gar nicht gesagt, das ist extra gemacht, sondern es sieht einfach total so aus, als wäre das einfach so. Sollte es so sein? Ja, das war auch so gewollt, dass es nicht so auffällt, dass es nicht so kitschig wirkt und dass es auch zum Hersteller passt, weil der ist nicht protzig und trotzdem edel. Ja, da hast du recht. Und ich finde auch, wir sind so zu euch gekommen und ich dachte mir direkt so, oh, die wirken also edel irgendwie. Also die wirken nicht wie die klassischen Camper, sondern die wirken so ein bisschen so, nicht arrogant, sondern einfach so, ach, wir genießen hier unseren Luxus. Camping mit Klasse, genau. Glamping, ja, Glamping einfach. Wobei wir machen das auch schon knappe 15 Jahre. Ne? Okay. Und auch der nette kleine Blumenstrauß da drin, fand ich eigentlich auch ein nettes Detail. Also ihr lasst es euch so richtig gut gehen beim Camping, Ja, oder? und das macht meine Frau, die macht die kleinen Details jeden. Okay. Hier vorne sehe ich noch eine Kamera. Ist das auch standardmäßig verbaut? Nee, das ist das sogenannte Auge vom Wohnmobil. Das ist dann ein bisschen von der künstlichen Intelligenz. Der kann auch den Abstand messen und die Geschwindigkeit und übernimmt auch die Spurassistenz. Also funktioniert auch sehr gut. Serienmäßig oder nicht? Das ist serienmäßig, ja. Okay. Wir gehen mal hier erstmal rechts ums Wohnmobil rum und dann zeigen wir mal deine kleine, große Familie, die auch heute zu Besuch ist. Habt ihr sonst jetzt hier an der Seite noch irgendwas verändert? Nee, nicht wirklich. Nur, dass wir halt von die Reifen haben, die Felgen haben wir etwas verändert. Okay, was habt ihr da gemacht? Ja, wir haben dann das ein bisschen anders dekoriert. Okay, also auch wieder Rot und Carbon, richtig? Ja. Okay. Damit das alles so ein bisschen aufeinander abgestimmt ist. Verstehe. Was hat das jetzt, ist das jetzt der Name, Moment, was stand vorne? Landjacht oder ist das der Name von dem Modell? Centurion? Also weil Concorde nennt ja diese Klasse Landjacht und das haben wir dann noch so betont. Okay, aber das Modell heißt Centurion, oder wie? Das ist eigentlich der Charisma und wir haben da so viele Veränderungen gemacht und haben dann gedacht, dieser Name passt dann so ein bisschen besser zu diesem Fahrzeug. Ah, okay. Moment, das heißt, den habt ihr selber drauf gemacht? Ja. Ah, okay, und hier oben erkennt man jetzt auch wieder diese Streifen, also hier und ganz oben wieder das Rot mit dem Carbon, richtig? Ja, genau. Also ich finde es wirkt überhaupt nicht so, als wäre es nachträglich gemacht, oder? Ja, genau. Wir haben jetzt auch gedacht, dass wir direkt vom Hersteller... Nee, gar nicht. Auf gar keinen Fall. Auch so Fall. gewollt, dass viele fragen, ob es ein neues Modell wäre. Und Ja, genau. dann haben wir gedacht, okay, dann ist es auch gelungen, diesen dunklen Streifen unten, den haben wir auch dann gemacht. Ja, also ich muss sagen, Concorde hat so viele Modelle. Ich blicke nicht mehr durch, obwohl wir schon etliche Modelle gefilmt haben. Und Sven wird mich jetzt wahrscheinlich köpfen und sagen, wie kannst du nur das nicht kennen und so. Aber ich dachte mir wirklich jetzt, ja okay, das könnte ja ein Modell sein. Ne? Schan genauso. Ja, natürlich. Genau, Schan ist ja noch weniger drin wie ich. Aber das habt ihr auf jeden Fall richtig, richtig gut Ja, aber umgesetzt. Concorde hat mit diesem Modell wirklich einen sehr guten Sprung nach vorne gemacht. Wieso? Was ist da anders? Ja, das Design und auch von innen und von außen sehr stimmig alles. Habt ihr das auch selbst gemacht hier unten? Ja. Okay. Das ist wirklich... gelungen. Ja, also Sehr ich gut würde jetzt gelungen. nicht behaupten, dass
Ja, der war hinten ein bisschen zu bunt, dann haben wir den auch ein bisschen etwas beruhigt, haben auch die Beschriftung etwas schwarz. Das kannst du hier auch mal, guck mal, das ist auch richtig cool. Ach ja. Hat denn einer von Concorde das auch mal gesehen, so fertig? Nee, noch nicht. Okay. Weil es hätte mich jetzt mal interessiert, was die dazu sagen. Ob sie sagen, was habt ihr mit unserer Marke gemacht? Oder ob sie sagen, hey, geil, geil umgesetzt. Mach das mal bei der nächsten. Genau. Wir müssen hier mal einen Markenbotschafter herholen. Magst du uns mal die Garage hinten zeigen? Die sieht ziemlich groß aus. Ja, das ist gar kein Problem. Wir sind es gewohnt. Die Leute wissen ja nicht, dass wir kommen. Also nicht aufgeräumt. Oh mein Gott, ist das unordentlich. Ja, überhaupt nicht halt, ne? Es ist so aufgeräumt, haben wir selten gesehen. Also wirklich total, als hättet ihr einen halben Tag jetzt aufgeräumt, weil wir kommen. Ja, was habt ihr denn da so dabei? Wir haben hier diese Teppichverkleidung haben wir gemacht. Das ist ein bisschen, dadurch ist das Fahrzeug auch etwas leiser und ruhiger während der Fahrt und sieht auch ein bisschen wohnlicher aus. Ja, definitiv. Das finde ich auch. Und hier sehe ich sogar, das Fahrrad ist von Concorde? Nein, das passt zu Concorde, würde ich mal sagen. Ich habe jetzt hier das Logo gesehen, deswegen habe ich... Ja, das habe ich von dem Hersteller geschenkt bekommen. Da habe ich gesagt, du machst es dran, habe ich das Fahrrad gemacht. Ich habe jetzt schon gedacht, ich habe was verpasst und die stellen jetzt auch Fahrräder her. Was hat denn das mit der Makita hier auf sich? Ja, es ist einfach ein Radio und das ist... Baustellenradio, oder? Ja, genau, ein Baustellenradio. Das wird zusammengehören mit dem Fahrrad. nee, das haben wir hier nur zwischen. Das kann man auch sehr schön rausziehen. Das lässt sich. Ja, das kennen wir, genau. Kennt ihr, ne? Sehr gut. Ja, das ist halt super praktisch, definitiv. Ja, finde ich auch. Ja. Schickes Fahrrad, sagt Can. Ja, das ist meine Frau. Von der anderen Seite haben wir noch so eine kleine Werkstatt mit. Ja, okay. Das heißt, du tüffelst auch im Urlaub ein bisschen? Ja, zum Basteln, damit man auch nicht... Wenn man lange zum Basteln, sagt er. Okay. Was bastelst du denn dann? Ja, wenn man irgendwas am Fahrrad ist oder sowas. Okay, verstehe. Also man muss was dabei haben. Sehr praktisch, auch diese Ausziehkiste. Habt ihr das einfach in den Jahren vom Camping gelernt, oder? Dass man da sowas braucht? Wir haben so Erfahrung, was man so braucht und dann haben wir gesagt, bauen wir es mal auch ein. Dass man dann nicht bei der Nachbarschaft immer was fragen muss, noch eine Schraube oder sonst was. Okay. Und wie lange campt ihr jetzt schon, oder du und deine Frau? Seit 2007. 2007. Wie habt ihr angefangen? Ja, wir hatten mit Concorde angefangen und wir hatten tatsächlich, das erste Fahrzeug war ein Liner. Okay. Ja. Das ist auch schon eine Nummer, oder? Ja, sicher. Und das war so, dass wir spontan mal uns ein Angebot geholt haben und dann haben wir uns irgendwie überreden lassen und haben das dann gekauft. Okay. Und waren auch immer sehr zufrieden und wirklich ein sehr guter Hersteller. Ja, toll. Das freut mich, dass ihr nach so vielen Jahren immer noch so zufrieden seid. Das werden sich die Concorde-Leute auch sehr gerne anhören, glaube ich. Ja, und jetzt wollen wir auch mal deine Familie zeigen. Jetzt haben wir euch so auf die Folter gespannt. Also eigentlich sind heute einige Gäste da, und zwar eine 4-köpfige Familie. Manche haben sich schon wieder im Wohnmobil versteckt. Nee, sie ist aufräumen. Aufräumen, ja. Genau. Mann hat sie aufräumen geschickt. Aber wenn er schon sagt, das ist unordentlich, will ich gar nicht wissen, wie es von innen aussieht. Ja, aber es ist wirklich eine Vorzeigefamilie, finde ich. Also so richtig wie ein Bilderbuch, muss man schon fast sagen. Und bei euch ist es einfach, es wirkt total gemütlich hier, nicht gestellt und so weiter. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, ich bin Tom, ich bin der Schwiegersohn. Hi. Ja, okay. Und ihr kennt auch schon seit Jahren, richtig? Genau, ja. Wir haben ein kleineres Wohnmobil, aber ja, ist quasi der gleiche Spirit, genau. Reicht aus? Reicht dicker aus, für 4. Okay, aber nicht von Concorde? Nee, Carrado, genau. Den i447, so einen kleineren integrierten, genau. Okay. Ja. Einen integrierten, okay. Das heißt, ihr wollt auch nichts Größeres? Okay, ich verstehe. Später, wir heben uns das für später auf. Genau. Ja, brauchen wir ja nicht so einen Luxus und so, ne? Auf jeden Fall, genau. Wie heißt du denn? Ich bin Henry. Henry, und du? Ich bin die Kathi, ich bin die Tochter. Und du bist sie? Ich bin Hannah. Okay, also ihr wirkt auf jeden Fall alle sehr sympathisch und sehr offen, muss ich sagen. Und habt ihr denn auch schon mal in dem Wohnmobil hier geschlafen? In dem nicht, aber in dem Vorgängermodell, genau. Da wohnte ich noch zu Hause, war noch klein. Und da bin ich auch mit meinen Eltern, sind wir nach Südfrankreich gefahren. Das war eine ganz tolle Tour. Genau, ja. Du bist im Prinzip so aufgewachsen. Ja. Genau, ja. Also du warst bei den Anfängen 2007 sozusagen dabei? Ja, und dann sind wir, woran ich mich sehr gut erinnern kann, haben wir einmal direkt am Strand übernachtet. Das war wunderschön, das war auch erlaubt, das war außerhalb der Saison. Und dann kam uns nachts die Polizei wecken, weil ein Sturm aufgezogen ist. Und das wussten wir nicht. Wir fanden das super nett, dass die extra dahin gefahren sind, weil es standen nur 2 Wohnmobile an dem Riesenstrand.
Und es ist immer abenteuerlich, mit meinem Vater in Urlaub zu fahren. Das glaube ich. Und wahrscheinlich habt ihr jetzt auch als Familie schon einige Abenteuer erlebt, oder? Was war so da die krasseste Story? Fällt dir da was ein? Weiß ich jetzt gar nicht. Also wir stehen immer wild. Wir reisen total gerne durch Schweden. Was das Coolste war, da standen wir in Bolaren am Wasser und Hanna und ich, wir waren Stunden auf dem Wasser unterwegs auf Subs und plötzlich zeigte mein Handy an, willkommen in Norwegen. Also sind wir quasi über die Grenze geschippert und wieder zurück. Also wir lieben die Freiheit und lieben das einfach so im Nirgendwo zu stehen. Ja. Hast du eine krasse Geschichte? Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Der Mann sieht es doch vielleicht auch nochmal anders, oder? Nee, ich war angeln in der Zeit, von daher das war richtig krass. Ja, Angeln in Norwegen ist schon cool, man braucht auch keinen Angelschein, ne? Hast du wahrscheinlich auch nicht dann, oder? Nein. Okay. Höchstens so eine Tageskarte musst du dann kaufen, dass du dann quasi da angeln darfst für ein paar Euro, genau. Und wie war das dann für dich? Hast du gedacht, kommt die Schnur jetzt da rein oder hier? Oder wie war das mit dem Angeln? Ja, ist halt YouTube, ne? Und dann bist du so, wie bei euch auch, sofort fit und dann, genau, es geht ja um den Spaß, ne? Und dann waren wir 2 Angeln dann in der Zeit, während die Mädels auf dem Sub waren, am See und ja, was man so macht dann. Ja, cool. Und ihr macht aber bestimmt auch so Sachen zusammen, oder? Wie sieht's aus, Henry? Ja, also ich mache öfters mal wie jetzt Angeln mit Papa und die Mädels gehen dann aufs Sub. Aber wir machen auch gerne was als Familie zusammen. Und was macht euch da so Spaß, als Kinder auch? Dass wir halt einfach zusammen Sagt nichts Falsches, gell? so Sachen erkunden oder so. Ja. Okay. So Sachen erkunden. Was ist denn das, Hanna, so Sachen erkunden? Ja, wandern gehen oder zu Seen gehen und dann da einfach reinspringen oder so. Also eigentlich die ganze Zeit draußen sein und Freunde treffen oder so. Seid ihr denn daheim dann auch so naturverbunden oder seid ihr das irgendwie nur im Urlaub? Ja, also wir sind schon oft draußen, aber im Urlaub ist nochmal ganz besonders. Ja, da ist man irgendwie noch mal so mehr mit der Natur verbunden, oder? Ja, vor allem muss ja die ganze Zeit quasi draußen sein. Ja. Man kann ja nicht mit den Eltern die ganze Zeit auf einem Raum, das geht ja nicht. Das ist mir doch lieber draußen, ne? Genau. Ja, streitet ihr euch auch manchmal dann, ihr zwei? Wenn ihr so viel unterwegs seid? Ja, manchmal vom Platz her ist es halt, man ist halt eng auf einem Raum und ist nicht wie zu Hause, dass jeder ein eigenes Zimmer hat. Ja, okay. Und über was streitet ihr dann, wer was zu essen kriegt, oder? Nee, eigentlich. Dass einer zu laut Geräusche macht oder sowas. Schnarcht er? Ja. Wolltest du auch fragen? Nee, er knirscht. Oh, dein Bruder oder dein Papa? Mein Bruder. Ah, okay. Aber das kenne ich auch. Da haben sich auch mal meine Eltern beschwert tatsächlich. Ja, aber das ist doch cool, oder? Wenn man so, eigentlich ist es auch cool, wenn man so eng auf einem Raum ist, man wächst zusammen und sowas, oder? Mit der ganzen Ja, ist auf jeden Fall immer lustig. Das glaube ich sofort. Und wie sehen dann so eure Abende aus? Spielt ihr noch mal was zusammen oder so? Ja, da wir in Schweden unterwegs sind, wir haben oft einen Feuerkorb dabei und dann wird noch ein Feuer gemacht und letztes Mal haben wir da Freunde besucht, dann haben die Kinder, bis es dunkel wurde, Basketball gespielt und wir haben uns dann noch eine Pizza am Feuer gemacht. Also wir sind eigentlich die ganze Zeit draußen, genau. Wir nehmen zwar immer Kartenspiele mit, aber wir benutzen sie nie, also es ist dann immer noch was anderes. Manchmal sind wir dann auch so lange unterwegs, dass wir einfach nur noch K.O. sind, nach Hause kommen, genau. Ja. Also gar keine Zeit mehr zum Streiten eigentlich. Aber es hört sich total, also ich habe so zugehört und es war so voll die Musik für meine Ohren. Ich dachte so, oh ja, Lagerfeuer und das und ja, hat auf jeden Fall schön geklungen. Und Lagerfeuer, Ja. perfekt. Ja, perfekt, genau. Magst du uns mal, Andreas, das Wohnmobil von innen zeigen? Da sind wir jetzt ja auch sehr gespannt drauf. Und habt ihr jetzt, also in dem habt ihr noch nicht übernachtet, habt ihr gesagt? Ja, genau. Okay. Müsst ihr noch nachholen, oder? Ja, genau, also mit den Kindern ist schon was geplant. Ja, dass die dann hier einmal Urlaub machen. Ja, genau. Ja, da freut ihr euch auch drauf, oder Henry? Ja. Ja. Cool. So, dann schauen wir mal. So, meine Frage nicht wie immer. Mein Lieblingsboden. Dein Lieblingsboot? Ja, das ist immer mein Lieblingsboden. Ja, Okay. Dieses Maritime, das sieht so schön aus. Wir sehen auf den Teppich nicht genommen, ne? Ja, also das ist halt Yacht, ne? Irgendwie. Also genau, es passt von schon zu diesem Yachtfeeling. Landjachtmäßigen. Ja. Ja, ich habe ja auch einiges an die Beleuchtung gemacht, deswegen mache ich mal eine Verdunklung. Okay. Also Lichter sind ja auf jeden Fall genug. Jalousien jetzt runter. Ja, okay. Licht haben wir ja noch dabei, notfalls. Aber es ist sehr hell und gleichzeitig hat dieses dunkle Holz dann nochmal so einen Charme irgendwie, macht so was Gemütliches. Ihr habt euch ja mit Sicherheit auch was dabei gedacht, oder? Diese Farben so zu wählen.
So, warte mal, ich mach mal das Licht hier an. Ja. Das hier. Gefällt euch das nach wie vor, so die Farbgestaltung? Ja, sehr. Okay. Ich weiß ja nicht, ob ich schon gefragt habe. Wie lange habt ihr dieses Wohnmobil jetzt schon? Ein Jahr. Ein Jahr. Nee, haben wir noch nicht gefragt. Ja. Ah, okay, das wollt ihr uns zeigen, verstehe. Indirekte Beleuchtung. Ja. Also eigentlich für jede Stimmung was dabei. Für abends, für tagsüber. Ja, wir haben das hier noch Fahren. ein bisschen, diese blaue Beleuchtung, die gibt es hier vorne. Und dann haben wir das so ein bisschen bei PKWs abgeschaut und haben das auch so ein bisschen ähnlicher gemacht. Wir haben dann hier auch noch zusätzlich, ich mache mal das Licht auch Ach so, dran. Moment, das war jetzt auch nicht serienmäßig, das Licht. Nein, die Beleuchtung, man hat praktisch vom Werk aus hier die Beleuchtung in diesem Armaturenbrett und den Rest haben wir dann noch zusätzlich angepasst in die gleiche Farbe. Okay, verstehe. Also das heißt, das da hinten wäre nicht beleuchtet und so, sondern wirklich nur das hier vorne. Ja, das Ja. ist nur teilweise dann. Okay, Machen verstehe. wir das Licht hier so an. Habt ihr sonst noch irgendwelche Änderungen vorgenommen, die jetzt nicht serienmäßig waren? Ich meine, Concorde ist ja schon saugut ausgestattet, da muss man wahrscheinlich gar nicht viel nachrüsten, oder? Ja, genau. Wir haben zum Beispiel diese schlichte Beleuchtung, die haben wir ja auch zusätzlich gemacht hier. Okay. Diese Streifen. Also Licht war euch wichtig. Ja, Licht war mir wichtig und es sieht auch ein bisschen lockerer und moderner so aus. Ja. Und dann haben wir auch den Tisch verkleinert, so damit man hier auch, wir haben im Prinzip jetzt noch mehr Platz wie im Liner drin. Okay, Also verstehe. von der Breite her. Ja. Und Also 6 Leute passen ja auf jeden Fall hin, oder? Würde ich sagen. bitte? 6 Leute passen hier auf jeden Ja, Fall ja, hin. ja, sicher. Der Tisch lässt sich ja noch ausziehen und so. Also vorhin hatten wir ja mal ganz kurz Regenwetter. Saßt ihr dann trotzdem hier unter der Genau, wir waren Markise? alle zusammen hier drin, haben ja. hier Kaffee getrunken. Ach ja, guck. So passt es ja auch ganz gut, ne? Also theoretisch, gut, jetzt für 6 Leute hier schlafen wäre schon eng, oder? Was meinst du? Nee, also 4 ist ideal. Vorne 2 und hinten 2 ist eigentlich perfekt. Ja. Ja, 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 wir sind überwiegend immer zu zweit unterwegs und wenn die Enkel mal mitkommen, dann schlafen die auch hier vorne. genau. Also theoretisch wäre es bestimmt möglich, jetzt gerade mit den etwas jüngeren Kindern noch hier, aber es wäre dann schon eng, auch in so einem großen Fahrzeug natürlich, ne? Was sagst du zu der Küche? Ja, die Küche ist eigentlich optimal. Größer brauchen wir die nicht, weil wir draußen ja auch, ihr habt es vielleicht schon gesehen, wir haben da so eine Bar eingebaut, die sich auszieht. Schauen wir uns auch gerne nochmal an. Ja. Und hier haben wir auch eine Geschirrspülmaschine drin, die ist auch dabei. War aber auch nicht serienmäßig, oder? Ja, die waren nicht, die haben wir noch vom Hersteller. zeigen? Ja, warte mal, ich muss die entrücken, Ja. Entschuldigung. Hier gibt's Mach eine du das mal kleine lieber. Drehung drin. Hoppla. Es ist so aufgeräumt hier. Wie als würde das direkt vom Hersteller kommen. Nutzt ihr denn auch die Spülmaschine oft? Ja, die nutzen wir auch, ja. Das stelle ich mir schon echt. Spielen, wenn er im Urlaub ist, ne? Ja, aber wenn wir zum Beispiel kurz mal eine Kleinigkeit gegessen haben, dann tun wir das Geschirr da rein und das sammelt sich dann einmal am Tag, machen wir die an. Dann ist es weg. Das war schon ein sehr nützliches Extra. Das glaube ich sehr, sehr gerne, ja. Was war denn noch so was, wo ihr. Was vermisst ihr jetzt manchmal noch vielleicht beim Camping? Ja, eigentlich ist das Auto schon sehr gut ausgestattet. Ich glaube nicht, dass man da noch viel was braucht. Vielleicht eine Waschmaschine, aber da haben wir ja noch Sie kennen ja die Stelle, da wo die Gasflaschen normalerweise hinkommen. Ja. Da kann man noch eine Waschmaschine einbauen, weil wir auch einen Gastank haben. Und wenn wir dann vielleicht mal in die Zukunft länger verreisen, dann werden wir es vielleicht noch machen. Wie ist es jetzt aktuell? Wie sehen eure Reisen aus? Sind es noch Wochenendtrips oder wie ist das? Ja, im Moment immer nur kurz, aber wir sind jetzt ab diesem Jahr Rentner und dann werden wir vielleicht mal verlängern. Was heißt das? Ja, vielleicht mal für 2-3 Monate mal gucken. Oh. Und wo soll es dann hingehen? Ja, wir reisen mehr so mediterran. Das ist dann Griechenland, Kroatien oder Spanien. Also ein bisschen anders wie die Kinder? Ja, Oder die Tochter, besser gesagt. ja, die reisen eher so Richtung Schweden. Ja. Ja. Und die wollen uns mal nächstes Mal auch mitnehmen, dann fahren wir mal mit. Vielleicht dann doch Schweden? Vielleicht gefällt es euch ja doch so gut, ne? Ja, wegen der Wärme ist der Süden für uns ein bisschen interessanter. Das kann ich gut verstehen. Aber Schweden hat auf jeden Fall auch einiges zu bieten, mit Sicherheit. Und auch gerade im Sommer, ja, ist ja auch tolles Wetter, ne? Ja. Im Sommer auf jeden Dann, Fall. du hast irgendwas entdeckt? Das Badezimmer sieht auch ziemlich gut aus. Dann nur so, lass uns mal hier hingucken. Ja, das können wir ja gerne machen. Also wirklich ganz toll mit Marmoroptik. Ich denke mal, was ist das für eine... Okay, das ist Kunststoff, Ja. oder? Was ist das für ein Material? Ich jetzt gar nicht, wie es nee, heißt. weiß nicht mehr genau, aber auf jeden Fall pflegeleicht und sind damit sehr zufrieden. Ja. Zum Beispiel die Verkleidung haben wir dann auch gemacht, das ist auch nicht serienmäßig. Ah, ist auch nicht serienmäßig. Man Okay. wird es aber echt nie sehen, ne? Nee, Ja. also ihr habt da so viel Stil bewiesen, dass es einfach nicht auffällt. Also ich könnte jetzt auch, wie gesagt, nicht sagen, was da jetzt alles bei diesem Modell irgendwie mit dabei ist. Und auch hier das
ist auch Marmoroptik, also es wertet es nochmal so krass auf. Fugen, die haben wir auch verschwinden lassen, das sieht dann ein bisschen schlechter aus. Ah, okay. Was sind das normal? Graue Fugen oder wie? Ja, das ist so wie eine Duschkabine. Ah, aber das macht wirklich nochmal viel aus. Also ich finde, das ist sehr, sehr schön. Also hier gerade bei dem Handtuchhalter, ja, macht es das einfach nochmal ein bisschen heller. So wie eine Säule in einem Ja, Stück. Ne? ja, genau. Ja, im jeden Schlafzimmer, Fall. da haben wir das Bett komplett rausgeholt und breiter gebaut. Und Wie meinst du? Ja, das ist ja vom Werk her, ist das, ich glaube, 1,50 Meter oder sowas. Wir haben jetzt knappe 1,70 Meter und haben dann noch das komplette Fröhle-Bett eingebaut. Und ihr habt ein Soundsystem verbaut? Kann das sein? Oder das war? Das war schon drin. Und wir haben noch im Schlafzimmer vielleicht diese Verkleidung rund ums Fenster, das haben wir auch alles gemacht in diesem Kunstleder. Ja, das wirkt halt nochmal gemütlicher, ne? Was wäre denn serienmäßig drin gewesen an Verkleidung? Ja, da waren Gardinchen hingen da. Und wir haben das dann, wie auch in den hochwertigen Modellen, ist das dann so verkleidet, dann haben wir das auch so gemacht. Oder hinten am Kopfteil, da ist dann noch, kann man die Uhr einschalten. Und Jetzt noch mal eine die kurze Beleuchtung. Frage. Ihr habt das auch selber gemacht? Ja, Ja? ja, Das hat keiner für euch gemacht? nein. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja gut, wir sind im Bereich Design unterwegs, deswegen ist das so. Aha, jetzt kommen wir der ganzen Sache. Ja, genau. Und das Licht da hinten war auch nicht serienmäßig. Nee, das war auch, Ja. haben wir auch extra gemacht. Dachte Wir haben ich das mir auch so ein bisschen an die Landjacht, auch hier das mit dem Bett. So. Ja. Was machst du denn beruflich, wenn du sagst Design? Ja, wir haben eine Firma, die Designaustüren vertreibt und haben die auch früher überwiegend selber entworfen und bauen lassen, nach unserem Geschmack. Und jetzt hat das mein Sohn übernommen und wir haben noch Immobilien, bauen dann halt auch Designhäuser. Okay, verstehe. Das passt dann alles gut zusammen. Ja. Ja, doch, auf jeden Fall. Und seid ihr dann auch manchmal da im Wohnmobil unterwegs, wenn ihr irgendwelche Aufträge habt? Nein, wir sind eigentlich mehr in die Freizeit unterwegs. Ja, okay. Ja, das ist wahrscheinlich dann für euch auch, jetzt gehen wir ins Wohnmobil, jetzt ist Freizeit? Ja, Ja. ja. Denke ich mir. Weil ich glaube, wenn man dann auch das zum Arbeiten nutzt, dann ist es irgendwie nicht mehr so richtig Urlaub, wenn man dann wegfährt. Also hier, wenn ich hier drin bin, dann entspanne ich und dann kann ich gut abschalten und vom Design her ist das sehr wohnlich. Ja. Also man fühlt sich hier wirklich wie zu Hause. Ja. Sehr schön. Dann schauen wir uns, glaube ich, nochmal den Grill draußen an. Das würde mich noch Die interessieren. Ausziehbar, die wollen wir noch sehen. ist ja Die auch Ausziehbar? Das, also das Genau. ist ja das auch. Das ist so eine Art Bar, die kann man ausziehen und da ist auch dann gleichzeitig die Küche nochmal draußen. Ah, okay. Dann schauen wir uns das gerne nochmal an. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. So, wir kommen nochmal zu euch raus. Ich glaube, der ganze Freundeskreis. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also ist auf jeden Fall schon mal ein Tisch. Ja, das ist ja gleichzeitig das im Barock. Barhocker, genau. Auch hier wieder dieses Rot. So ein bisschen anders aus. Und wieder Bootoptik, Yachtoptik. Ja. Soll ja eine Landjacht sein, das haben wir da auch an die Tür gezeigt. Ja. Da haben wir auch die Beleuchtung, wenn man zum Beispiel die Tür öffnet. Dann leuchtet das blau. Haben wir hier noch, das sieht man jetzt nicht. Das Ja, sieht es man ist, da. es ist halt so hell jetzt aktuell. Aber das ist bestimmt auch ziemlich praktisch, oder? Gerade im Dunkeln. Genau, deswegen haben wir es auch gemacht. Wenn man die Tür öffnet, dann wird das alles beleuchtet. Ich sehe auch gerade hier die Stufen. Haben sie auch beklebt. Das ist alles so gut gemacht, dass man es einfach gar nicht auf den ersten Blick so sieht. Musst du schon zweimal hinschauen. Ja, wir haben das dezent gemacht, damit das auch nicht aufdringlich ist. Und Ja, und das ist auch, dass man es in 10 Jahren auch noch sehen kann, oder? genau, das hier ist so, dass wir dann, wenn wir kurz irgendwo stehen bleiben, dann brauchen wir nicht einen Tisch aufbauen, dann ziehe ich das einfach raus. Dann ist das erstmal der Tisch, Das ist ja auch riesig, oder? wo man dann kurz mal Kaffee praktisch. trinken kann. Das war jetzt auch nicht serienmäßig, ne? Nein, das haben wir dann selber gebastelt. Es ist so professionell. Und das hier ist dann unsere Küche. Die lässt sich auch erweitern. Das ist jetzt hier unser Herd und dann bauen wir die noch so ein bisschen um. So, ich muss die Holz rausholen. So. Okay. Bis jetzt weiß ich noch nicht, was das werden soll, aber ich glaube, das wird hier die zum Aufstellen, oder? Ja, das ist, wenn man das dann Vorführeffekt. Zeigeffekt, genau. Kann man die Platte draufstellen, oder? Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
So, wir werden es gleich sehen. Halt Achso, einfach Ablage. Okay. Handtuchhalter, hier gibt es auch für die Getränke die. Ach, Getränkehalter. Dann wird das so Ja. Okay, okay. Für meine Frau kochen und die schaut dann zu. Sehr gut. Also du kochst auch regelmäßig? Ja, aber nicht viel. Nicht viel. Soll dann doch die Frau machen oder geht ihr essen? Ja, meine Frau, die kocht viel, aber wir gehen, wenn wir unterwegs sind, gehen wir überwiegend essen. Ja, habt ihr recht. Da will man ja auch mal die Arbeit sich abnehmen lassen. Aber das ist eine richtig geile Idee. Kommen da auch schon mal die anderen Leute und sagen, wow, was ist denn das? Wie hast du das gemacht? Wie kann man das nachmachen? Ja, die Frage nach, wie wäre das, kann man sowas kaufen, aber wir haben das ja selber gemacht und vertreiben das auch nicht. Und deswegen muss sich jeder selber überlegen, wie er sich dann das am besten bequem macht. Ja. Habt ihr euch denn auch schon, also habt ihr euch das von anderen Campern abgeguckt oder was ist eure Idee? Das haben wir selber erfunden. Das war ja, beim Campen, da entstehen aber auch so Ideen, ne? Die kriegt man sonst irgendwie nicht, oder? Ja, man hat ja hier viel Zeit und dann versucht man die auch zu vertreiben mit irgendwas. Das hat er unter Basteln verstanden. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und danke dir, Andreas, und euch natürlich auch für euren kleinen Einblick. Danke fürs Zuschauen. Ciao.